Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur, ich bin's, Danny, der Servicetechniker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Miele-Trockner das Lager wechseln könnt. Deswegen habe ich mir hier den Trockner schon mal herumgedreht. Hier haben wir es etwas einfacher. Wir haben einen Trockner, wo sowohl das Lager als auch das Heizregister von hinten zu erreichen ist. Diese 4 Schrauben für die Abdeckung habe ich schon mal gelöst. Um diese Abdeckung nun zu entfernen, schieben wir sie nach oben und können sie nach hinten entfernen. Hier sehen wir schon das Lagerschild mit dem Lager. Hier haben wir nochmal das Heizregister und im nächsten Arbeitsschritt, um das Lager zu tauschen, lösen wir diese beiden Schrauben. Das sind Torx 20 Schrauben, die schraubt ihr komplett heraus. Wenn ihr diese Schrauben entfernt habt, könnt ihr das Lagerschild wegziehen. Das ist oben nochmal eingehakt, aber das könnt ihr dann relativ einfach wegnehmen und dann stört auch dieses Kabel nicht mehr. Hier haben wir schon den Blick auf das Lager. Ihr seht schon, hier ist sehr viel Staub und um dieses Lager nun zu lösen, müssen wir es nach rechts eine Viertelumdrehung drehen. Das geht oftmals etwas schwer und passt bitte auf, dass ihr euch hier nicht schneidet. Hier in diesem Fall ging es relativ einfach. Und diese beiden Kunststoffschalen müssen wir nun auseinandernehmen, um an das Lager zu gelangen. Die Kunststoffschalen sind hier oben und unten etwas eingehakt und danach kann man sie zur Seite wegnehmen. Die untere Rastnase löst sich immer etwas schwierig, weil man hier nicht herankommt. Da könnt ihr aber mit einem Schraubenzieher hier etwas dahinter hebeln und dann bekommt ihr auch diese gelöst. Wenn ihr das nun gelöst habt, könnt ihr hier diese beiden Hälften herunternehmen und ihr seht hier nochmal die Rastnasen, die hier hinten einhaken. Und hier sehen wir schon die Lagerung der Trommel. Hier könnt ihr etwas neues Fett heranmachen und danach sollten die Geräusche auch wieder verschwinden. Nachdem ihr dann alles gereinigt habt und etwas Fett herangemacht habt, schließt ihr und rastet diese beiden Kunststoffstücke einfach wieder um die Lagerung zusammen, dreht sie wieder nach links herum und bringt das äußere Schild an. Wenn ihr eine Halbschale angebracht habt, dann setzt ihr das zweite Teil einfach hier seitlich wieder auf und rastet es ein. Wenn ihr nun wieder alles zusammengebaut habt, dreht ihr euch das Lager wieder nach links herum, dass es hier in dieser Nut sitzt und gehalten wird das Lager dann letzten Endes wieder von diesem Lagerschild. Das hat hier 3 Rastnasen, 2 davon sitzen hier unten und eine hier oben. Ihr könnt vorher noch das Kabel hier einfädeln und dann dieses Lagerschild aufsetzen. Beim Aufsetzen des Lagerschilds empfiehlt es sich, das etwas nach oben zu drücken und danach werden einfach wieder die Schrauben eingeschraubt. Und zum Schluss setzt ihr hinten wieder die Abdeckung auf und die Reparatur ist erledigt. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt.